Nico, na, hast du gut geschlafen? Oh, ja, ich dich auch. Ich muss jede Sekunde an dich denken, das ist die Hölle. Und was ist mit der Suche nach deinem Vater? Gibst du auf? Quatsch. Wie kommst du denn da drauf? Wir haben nichts gefunden. Obwohl wir so ziemlich alles abgegrast haben. Ja, dann war es eben die falsche Weide. Ah, das heißt, wir haben uns die Nacht völlig umsonst um die Ohren geschlagen. Ja, ich dich auch. Ja, kann schon sein, dass die heiser klingeln. Schließlich habe ich die ganze Nacht mit Coco gequatscht. Doch, war nett. Nein, wir müssen nicht auflegen. Mit dir, da könnte ich tagelang quatschen. Und in den Nächten, da hätte ich natürlich noch was Besseres vor. Und wenn du wieder hier bist, dann holen wir das alles nach. Nico, du kannst dir nicht vorstellen, wie gern ich jetzt bei dir wäre. Aber warum sollte ich Firmeninterner weitergeben? Um Druck auf mich auszuüben, weil ich mit deinen Sanierungsplänen nicht einverstanden bin. Was denn? Und deswegen wende ich mich an den Betriebsrat? Da könnte ich hier doch gleich Feuer legen. Deine Methoden waren schon immer ungewöhnlich. Um nicht zu sagen riskant und skrupellos. Vielleicht sind die Informationen ja tatsächlich auf einem anderen Wege durchgesickert. Ja, vielen Dank, dass wenigstens Sie diese Möglichkeit noch in Erwägung ziehen. Wenn schon mein Vater mir nicht vertraut. Ansgar, bitte, bitte. Ich habe im Moment, weiß Gott, auch noch andere Sorgen. Warum hast du dich denn überhaupt mit Konstantin in aller Öffentlichkeit gestritten? Ja, bitte. Ja, was ist? Erwarten Sie jetzt vielleicht noch eine Stellungnahme zu diesem Geschmiere? Ich nicht, Graf Landstein, aber ein gewisser Herr Schmidt. Daniel Schmidt? Oh nein, nicht schon wieder dieser Widerling. Er sagt, er ist Chefreporter und wenn er kein Exklusivinterview bekommt, dann recherchiert er selbst. Und das würde dann so richtig Dreck aufwirbeln. Ja, ja, schon gut, Fräulein Schneider. Versuchen Sie, den Kerl hinzuhalten. Wir werden uns der Sache annehmen. Wie soll ich ihn hinhalten? Ja, vielleicht setzen Sie ein bisschen Ihren Charme ein. Mein Gott, hat denn dieser Albtraum nie ein Ende? Ich werde mir mal Konstantin vornehmen. Wollen doch mal sehen, ob ich ihn nicht zur Vernunft bringe. Ja klar, Olivia, ich stehe für jedes Interview zur Verfügung. Yes! Ich raff einfach nicht, warum du auf einmal so mediengeil bist. Als hättest du nicht genug Stress mit deinem Vater wegen des Artikels. Johannes ist nicht mein Vater, jedenfalls nicht mein leiblicher. Ja, deinen richtigen, den kennst du nicht mal. Aber ich will ihn unbedingt kennenlernen und dazu brauche ich die Medien. Ja, ob jetzt leiblicher Vater oder nicht, der Graf, der wird nicht begeistert über diesen Medienrummel sein. Dem geht Diskretion über alles. Ja klar, damit seine Weiberbekanntschaften unter der Decke bleiben. Ja, jetzt bist du ein bisschen streng. Ich sag nur Boston, da gab's auch nicht nur Tea-Partys. Mir ist doch egal, was Johannes von mir denkt. Der hat sich doch nie richtig um mich gekümmert. Nee, der hat dich auf dem Schloss aufgenommen, dir ein bombiges Leben ermöglicht. Mit deiner Kreditkarte kann man halb Afrika ernähren. Aber sonst, nee, hast recht. Eigentlich hat er sich gar nicht um dich gekümmert. Das ist alles nur Kohle. Nur Kohle. Sag mal, in was für einer Welt lebst du eigentlich? Weißt du, wie wir manchmal zu knapsen haben? Warum bist du denn plötzlich gegen mich? Ich bin auf deiner Seite. Als damals meine leibliche Mutter gestorben ist, da war ich verdammt froh, dass Susanne mich adoptiert hat. Tja, war nicht so gemeint. Und jetzt ist sie fast wie eine richtige Mutter für mich. Siehst du, genau das kann ich über Johannes aber eben nicht sagen. Ach, Peppa, ich muss mich echt zusammenreißen. Damals, als ich nach Düsseldorf gekommen bin, dachten alle, ich wäre die taffe Großstadtbraut. Und jetzt? Das ist es doch kein Typ wert, dass ich ihm nur eine Träne nachweine. Verdammt. Psst, ich schlafe ja. Coco? Wie man so schlafen kann. Naja, Frauen.
Coco. Was hast du gesagt? Nichts. Wahrscheinlich habe ich nur was Komisches geträumt. Was Komisches. Ja. Erinnerst du dich noch an diesen Förster? Der war doch wirklich ein komischer Typ. Coco, ich verstehe wahrscheinlich nur halb so viel von Frauen wie mein Bruder, aber dass dir was anderes durch den Kopf geht als dieser blöde Förster, das check sogar ich. Warum sagst du mir nicht einfach, was dich quält? Jetzt übertreibst du aber, Bernd. Versprich mir, dass du erst die Augen öffnest, wenn ich es dir sage, ja? Stopp. Nicht schummeln, Charlie. Darf ich? Moment. Jetzt. Bernd, das ist ja fast so schön wie im Schneiders. Und das Beste ist, es ist nur für dich. Dein Kaffee mit 2 Stückchen Zucker, viel Milch, der Toast nur leicht gebräunt. Links neben deinem Teller findest du dein 4-Minuten-Ei. Und für die italienische Quittenkonfitüre, die du so magst, habe ich deinen italienischen Lakaien, deinen lombardischen, extra 2-mal in die Delikatessenrad geschickt, weil er beim ersten Mal die falsche Sorte hatte. Möchtest du noch was, Liebling? Nein, ich bin wunschlos glücklich. Und du machst mich glücklich. Ich war mir gar nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist, wenn wir zusammen wohnen. Aber jetzt weiß ich, es war die richtige Entscheidung. Guten Appetit, Charlie. Danke, mein Schatz. Shit, dir kann man echt nichts vormachen. Viel besser, du musst mir gar nichts vormachen. Also gut. Es ist wegen einem Mann. Der aber nicht zufällig auch Förster ist. Robin ist alles andere als ein Förster. Robin? Heute sehe ich das ja anders. Aber damals war Robin für mich die große Liebe. Ob eine Nacht durchquatschen, draußen unter den Sternen oder bei uns in der Küche. Das war genauso wie damals zu meinen besten Zeiten mit Robin. Verstehe. Aber gibt's denn keine Chance, Robin irgendwie wiederzusehen? Nur wenn ich in die Karibik fliege. Ja, aber der muss doch irgendwann wiederkommen. Das glaube ich nicht. Der hat eine neue Freundin. Und das hat er auch nur per Post zugegeben. Der Brief war nicht mal an mich adressiert, sondern an Jana. Tut mir leid, aber für mich klingt dieser Robin nicht nach einem Traumtypen, sondern eher nach einem Trottel. Woher willst du das wissen? Du kennst ihn überhaupt nicht. Ja, aber wird er sonst so eine Frau wie dich verlassen? Danke. Ich wollte nicht stören. Ich habe Brötchen mitgebracht. Die Sache mit dir und Robin, die war bestimmt heftig, aber du findest auch noch den Richtigen. Das kommt manchmal ganz plötzlich, wenn man gar nicht damit rechnet. Guck doch Nico und mich an. Aber wenn du mal einen Freund brauchst, einen Kumpel in der Not oder eine Schulter zum Ausweinen, dann bin ich immer für dich da. Noch mehr Interviewanfragen? Ja, es hört gar nicht mehr auf. Ich musste schon 2-mal Papier nachlegen. Hallo, ihr beiden. Ihre Pause ist beendet, Fräulein Schneider. Aber Wir waren mitten in einer Besprechung. Sie fühlen sich doch wohl bei uns, oder? geh ja schon. Ja. Hör zu, Konstantin. Ich verstehe ja, dass es dir Spaß macht, den Alten auf die Palme zu bringen, aber du musst einfach wissen, wo die Grenzen sind. Du verstehst gar nichts. Hast du schon vergessen, was du alles gemacht hast, nur damit Johannes dich liebt? Darum geht's hier nicht. Es geht um dich und um deine unmögliche Art zu versuchen... Ich muss alles versuchen. Im Gegensatz zu dir weiß ich nicht mal, wer mein Vater ist. Kannst du nicht verstehen, dass ich dafür Himmel und Hölle in Bewegung setze? Konstantin, das verstehe ich doch. Aber wenn du dabei die Existenz der Lahnsteins aufs Spiel setzt, dann hört der Spaß auf.
Was habe ich denn mit den Lahnsteins zu tun? Ihr habt mich als Kind nach Italien abgeschoben. Konstantin, du gehörst zur Familie. Ob dir das passt oder nicht. Verstanden? Wolltest du nicht eigentlich von früher kommen? Ja, aber was soll ich denn machen, wenn der Mann meiner Träume mich nach Strich und Faden verwöhnt? Er hat mir Frühstück gemacht. Oh, das ist natürlich was ganz Besonderes, bitte. Ja, du hättest sehen müssen, was für einen Aufwand er betrieben hat. Ja, dann bist du ja jetzt wunschlos glücklich. Oder kann ich dir trotzdem noch was anbieten? Ja. Die Damen wünschen? Ein Tee? Ja, gerne. Die Auswahl überlasse ich Ihnen. Sehr wohl, Frau Brandner. Danke, Frau Kepler. Du hast es doch jetzt auch verdient, endlich bedient und verwöhnt zu werden. Ach, Charlie, das ist alles noch so ungewohnt. Ja, aber eine Veränderung kann dein Leben auch bereichern. Wie Bernd dein Leben? Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich glaube, ich habe tatsächlich den perfekten Mann gefunden. Einen, der immer und überall nur an mich denkt. Was gibt's Neues? Gute Nachrichten. Graf Ansgar hat Angst vor der Presse und Graf Johannes traut ihm keinen Meter weit. Erfreulich, wenn auch nicht unerwartet. Sie können bald mit Ihrer Bezahlung rechnen. Bald? Bis dahin muss jemand anders herhalten. Zahlen? Nein. Ich wollte mich nur für die Einladung bedanken. Ciao. Soll ich die Rechnung übernehmen? Ich bin der Geschäftsführer. Ich muss ja nicht auf den letzten Cent abrechnen. Auch wenn Charlie erfahren könnte, dass Sie mit Ihrer kleinen Nichte ins Bett gehüpft sind? Na, keine Sorge, von mir wird sie natürlich nichts erfahren, aber Sie wissen ja, die Jugend von heute ist so mitteilungsbedürftig. Schönen Tag noch. Du musst einfach verstehen, dass das Leben als Lahnstein auch Pflichten mit sich bringt. Was denn für Pflichten? Sich zur Verfügung stellen, wenn irgendein Irrer mal wieder in den Führung bleibt? Ach komm schon, wir haben dich bis jetzt aus allen Familienkrisen rausgehalten. Es wird einfach Zeit, dass auch du mal was für die Familie tust. Sag doch gleich, dir geht's nur um den guten Ruf. Damit euch bloß kein Geschäft durch die Lappen geht. Weißt du, wenn ich mich hier so umschaue, hatte ich schon bisher den Eindruck, dass dir das Leben als Lahnstein ganz gut gefällt. Oder hast du plötzlich was gegen den Luxus hier? Kannst du nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die auch noch was anderes als Geld im Kopf haben? Oh je. Du kommst auch noch in das Alter, in dem du merkst, dass ohne Geld die meisten Träume einfach nur Träume bleiben. Für mich ist das nicht nur ein Traum. Ich möchte endlich wissen, wohin ich wirklich gehöre. Okay. Ich erkläre es dir jetzt noch mal, eins nach dem anderen. Nein. Zwischen uns ist alles gesagt. Ich scheiße auf den Namen Lahnstein. Was ist das? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, Vanessa hat ihren Schminkkram hier vergessen. Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht weiß Coco ja. Hi. Hey. Anscheinend habe ich als Einzige gemerkt, wie dringend die Küche einen neuen Anstrich braucht. Mir ist es egal, wie die Küche aussieht, solange ich nicht helfen muss. Ach, das ist typisch Andi Fritsche, ganz Kavalier der alten Schule. Sehe ich aus wie ein Kavalier oder wie ein Bauarbeiter? Und jetzt muss ich mich hinhauen. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Ich mach dann auch mal weiter. Du lässt aber auch nichts anbrennen, was? Ich nehme an, du redest nicht von der Küche? Mann, kaum ist Nico weg, hängst du schon an Christians Lippen. Wir haben uns nicht geküsst, das war eine freundschaftliche Umarmung. Das soll ich dir glauben? Christian ist für mich nicht mehr als nur ein guter Kumpel. Ein Freund, eine Schulter, an der man sich ausheulen kann. Leider. Das sah aber ganz anders aus. Glaubst du wirklich, ich würde diese dämliche Küche streichen, wenn ich mit Christian in die Kiste springen könnte? Vielleicht sollte ich dir ja beim Streichen helfen. Leonhard? Mhm. Tja, wir zwei haben unser Liebesleben ganz schön im Griff, was? Für so einen Anlass müssen Sie schon was springen lassen. Was weiß dieser Blödmann denn? Mann, so viel Kohle für einen Köder. Dessert, hier Latte Macchiato. Aber dafür angle ich einen wahren Goldfisch. Hallo, Schatz. Hallo, Bernd.
Na, wie war's bei Frau Brandner auf Königsbrunn? Ach, sehr nett. Aber nicht halb so schön wie der Morgen mit dir. Was ist das denn? Oh, das sollst du doch noch gar nicht sehen. Ich dachte, wir haben keine Geheimnisse mehr voreinander. Fast keine Geheimnisse. Alles, was ich dir sagen kann, ist... Hast du heute Abend schon was vor? Nein, noch nicht. Dann bis heute Abend, Liebling. Ah. Also jedenfalls will Konstantin seinen Vater weiterhin über die Öffentlichkeit suchen. Konntest du dem Jungen diese verrückte Idee wirklich nicht ausreden, Ansgar? Er findet die Idee nicht verrückt. Genau das ist ja das Problem. Also ich kann schon verstehen, dass jemand wissen will, wer seine wahren Eltern sind. Sarah hat doch auch nach ihrer Mutter gesucht. Ja, aber die hat das nicht mit einem Interview in den Klatschzeitungen gemacht. Wenn wir uns gegenseitig Vorwürfe machen, dann bringt uns das auch nicht weiter. Ja, da ist was Wahres dran. Tut mir leid. Schon gut. Also ich fürchte, ich bin mit meinem Latein am Ende. Mein Gott, musste jetzt wirklich alles den Bach runtergehen. Ach, Johannes. Konstantin macht gerade eine schwierige Phase durch. Irgendwann wird er begreifen, dass du es immer nur gut mit ihm gemeint hast. Nein. Ich habe doch viel zu viel falsch gemacht. Statt ihm zuzuhören, habe ich ständig zu Restriktionen gegriffen. Na, dazu hattest du berechtigte Gründe. Aber dass ich ihn nach Francescas Tod nach Italien geschickt habe, das hat er mir bis heute nicht verziehen. Hätte ich mich mehr um ihn gekümmert, wäre er jetzt nicht auf der Suche nach dem, was er bei mir vermisst hat. Eine Möglichkeit gibt's vielleicht doch. Ja gut, dann hätten wir alles geklärt und wenn Sie da noch Fragen haben... Wissen Sie ja jederzeit, wie Sie meinen Bruder erreichen können. Einen schönen Tag noch, der Herr. Charlie, weißt du, was das für ein Mandant war? Ja, das mag sein, aber es gibt Wichtigeres. Wir müssen reden. Was ist denn los? Ich habe vorhin beobachtet, wie Bernd vor mir eine Schmuckschatulle versteckt hat. Ringe? Charlie, du musst mir eins versprechen. Tu jetzt nichts Unüberlegtes, ja? Glaubst du wirklich, dass ich Bernd heiraten will? Willst du denn nicht? Nein, so weit sind wir noch lange nicht. Oh, du glaubst nicht, wie glücklich mich diese Worte machen. Ich frage mich nur, wie er meine Absage aufnehmen wird. Na, wenn es deine einzige Sorge ist. Bernd ist doch so sensibel. Jetzt nur mal angenommen, du findest deinen Vater über die Medien. Ja, Dann hast du zwar deine Familie gefunden, aber du hast kein Privatleben mehr. das ist die Sache wert. Ach, findest du? Hallo. Was willst du? Mir noch mal ins Gewissen reden? Weil eine Fusion geplatzt ist oder der Kurs der Holding sinkt? Ich werde dann auch. Nein, du kannst ruhig bleiben. Wir sehen uns später. Ist das dein neues Hobby? Meine Freunde vergraulen? Konstantin, mein neues Hobby ist dir zu helfen. Ich brauche deine Hilfe nicht. Ach, wirklich? Und diese Boulevardreporter, die reden aus reiner Nächstenliebe mit dir, stimmt's? Sie werden meine Geschichte veröffentlichen. Das reicht doch, oder? Konstantin, denen geht's um die Auflage. Dein Schicksal oder dein Vater interessiert die überhaupt nicht. Aber die schmutzige Wäsche der Lahnsteins, die interessiert sie. Und das versuchst du natürlich zu verhindern. Ja. Ich habe ein bisschen meine Beziehung spielen lassen. Was hältst du von einem Exklusivinterview im Fernsehen? Spielst gerne blinde Kuh, was? Mhm. Voilà. Dein Frühstück war schon sensationell, aber jetzt hast du dich wirklich selbst übertroffen. Besondere Situationen erfordern eben besondere Maßnahmen. Champagner, Liebes? Was ist denn der Anlass für diesen zauberhaften Abend? Gleich. Es gibt da etwas, was ich dir sagen muss. Bernd, Charlie, bitte, jetzt unterbrich mich nicht. Ich weiß sonst nicht, ob ich das hinbekomme. Was ich dir jetzt sage, das haben schon viele Männer vielen Frauen gesagt. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass du für mich etwas ganz Besonderes bist. Charlie, ich liebe dich. Ich liebe dich so, wie ich noch niemanden vorher geliebt habe.
Und? Ja, nichts und. Was hast du denn erwartet? Nichts? So, wir wären ja gleich soweit. Achtung, noch 10 Sekunden. 5, 4, 3. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Auf den Punkt. Die Sendung mit den Themen, über die morgen alle reden. Bitte begrüßen Sie heute Abend meinen heutigen Gast, Konstantin Graf von Lahnstein. Guten Abend. Guten Abend. Verehrte Zuschauer, Konstantin Graf von Lahnstein, jüngster Spross der Lahnstein-Familie, will wissen, wer sein wahrer Vater ist. Ganz genau. Aber verletzen Sie nicht dabei den Vater, der Sie all die Jahre als seinen leiblichen Sohn anerkannt hat, Johannes Graf von Lahnstein? Das kann sein, ja. Aber leider kann ich darauf keine Rücksicht nehmen. Denn ich glaube, dass jeder Mensch in seinem Leben an einen Punkt gelangt, an dem er wissen möchte, wo er hin will. Dazu muss er aber auch wissen, wo er herkommt. Und deshalb, Vater, ich habe nur einen Wunsch. Und der ist, dass wir uns endlich kennenlernen. Egal, was in der Vergangenheit passiert sein mag, es spielt einfach keine Rolle mehr. Denn die Zukunft kann uns keiner mehr nehmen. So, und jetzt die Glückskekse. Muss das sein? Das ist doch alles Aberglaube. Ach komm, sei kein Spielverderber. Aber ja klar, jetzt sind auch noch die Chinesen gegen mich. Na komm, jetzt du. Das muss ein Irrtum sein. Da ist kein Zettel drin, sondern ein Ring. Das ist alles andere als ein Irrtum. Charlie, willst du meine Frau werden? Und im Namen aller Zuschauer möchte ich Ihnen noch für Ihr weiteres Leben ganz, ganz viel Glück wünschen. Vielen Dank. Auch ich möchte mich noch einmal für die Einladung bedanken. Einen Moment noch. Ich habe da noch eine Überraschung für Sie. Wir haben natürlich im Vorfeld dieser Sendung recherchiert. Und verehrte Zuschauer, unserer Redaktion ist es tatsächlich gelungen, den Vater zu finden, den unser junger Gast hier so sehnsüchtig sucht. Er ist hier im Studio.